Herzlich willkommen zurück zu Part 2 von Kona. Ich weiß, ich bin letztes Mal zu einem Haus gefahren und habe aber auch nicht abgespeichert. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Haus ist, was ich jetzt hier vor mir sehe. Wir machen einfach mal weiter, mal schauen. Denn speichern können wir leider nur an den Fackeln selbst. Habe ich aber vergessen gehabt zu dem Zeitpunkt. Wir sind ja jetzt auf dem Weg hier einen Mord aufzuklären, zum Beispiel den Gemischtwarenladen. Hat hier auch ein Mord stattgefunden. The place looked more like a pigsty than a house. A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air. Rock music invaded the minds of men even in the remotest of places. The man didn't own a turntable though, so there's that going for him. Jean Blouin. Seems like that pig had a name after all. The rag reeked of fermented vomit. Carl wondered how one could bear to live in such gross and horrid conditions. Schubladen sind überbewertet. You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Dann mal ein Radio. Brauchen wir, denke ich mal, wieder. Ah ne, da liegt aber Holz. So, jetzt haben wir auch gespeichert. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Back then, in Africa and elsewhere, people were ready to take up arms to stand against the yoke of English imperialism. In Montreal, mailboxes were blown up, abductions were carried out, and violent manifestos were distributed to media outlets. But around here, in the great northernmost, all a man could do is curse out loud against a faraway evil and pray for the revolution to arise. That man, by any reckoning, was from that very stock. Carl figured this recipe wasn't meant to yield a refined nectar. Carl knew right away that the owner of this place wasn't a copper collector. No, this was a junkman's base of operations. The guy definitely seemed like quite the expert in scavenging scrap metal, with or without permission, surely. In the right hands, red metal could sell like hotcakes. Kann es sein, dass wir eine Flasche finden müssen, irgendwie zum Abfüllen oder so? Guck mal. Ja, zeigt nichts an da. Nein, noch nicht.
Na, da muss jetzt Flasche An Bier. axe. Not too shabby. Carl felt he needed to protect himself. That truck had obviously seen its share of gravel roads. Carl wasn't a mechanic, but he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old beater back from its slumber. With that cold, however, it was more likely that it would wait until next spring to wake up. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. Carl noted that a distillery like this could be useful. In what way? That remained to be seen. Also, warum kann ich nichts anhaben? Können wir noch einmal reinschnüffeln, aber ich denke mal, ich habe da alles. Aber wir können auch einmal. Speicherhalber. Ich muss übersehen, aber ich denke mal, da passiert nichts, ne? Nee. Ich habe hier eine Bierflasche gefunden und. The rag reeked of fermented vomit. Carl wondered how one could bear to live in such gross and horrid conditions. Problem ist jetzt natürlich hier auch, habe ich jetzt hier alles, ne? Oder habe ich nicht alles? Das ist wieder so eine Frage. Das ist die gute Frage. Ich will eigentlich anständig gucken, aber irgendwie ist halt beschissen, wenn man die Kameraeinstellungen so ein bisschen hinterher wackeln lässt. Hoppala. Natürlich haben wir eigentlich auch eine Karte, aber wollte ich jetzt mal hier hingefahren? Ich glaube ja, oder?
der Auto ja nicht mehr an. Oh, mon bonhomme. Tu fais là, l'étrange? Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retentisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras par mes mécaniques. Tatsächlich? Ach, ein Schnaps? Ah, okay, der will Schnaps von mir haben, aber da braucht er erstmal eine Pulle. T'apparence que mon caribou tarde. Mal gucken. Was weiß ich? Vois-tu le livre, là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Gomme-moi la belle rose de la tulipe, qui se donne au yard sur le mercredi des cendres. Si tu peux effrayer cette histoire-là. Gomme-moi la belle rose de la tulipe, qui se donne au yard sur le mercredi des cendres. Si tu peux effrayer cette histoire-là. Oh, Radio. Hé, la Corriveau, Battès, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. Elle tuait tous ses maris, squick, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Jo. C'est encore beau. Le vieilli est bien meilleur. Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, où ce que je glissais mon flasque. Le monde tournait plus rond quand on s'habillait tout de même. Okay, die Flasche haben wir gefunden. Der Handgreifenschlüssel, aber der wurde nicht angezeigt zum Nehmen. Oh, hier ist sonst nichts, ne? Gut, dann muss ich erstmal wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich den Weg zurückfinde. There, Carl had fed his mind, but had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment, especially in the dead of winter. Ist ja nicht wieder hier hin, ne? Bin ich von da gekommen? Ich weiß ja nicht mehr. Hier ist die Tankstelle. Okay. Von da war da, glaube ich, der Opa jetzt gerade, ne? Oder?
hier, hier bin ich letztes Mal reingefahren, genau. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. The trap is fresh. That meant the car sunk down just a little while ago. Now where the hell could the passengers possibly have gone? Ja, so. Someone had been playing with a crossbow here. A very dangerous game. A bolt could hit someone's tire or their eye. It could even kill someone if the aim was right. Someone must have dropped this in a hurry, but whoever did was heading into the woods. Carl's tracking instincts were quickly kicking in. Carl knew why he was suddenly shivering. He was going back to the realm of visions. Carl had no issue recognizing the spirit-like figures, but he couldn't figure out what they wanted from him. The phantom, freed of reality's shackles, vanished in the forest. Earlier, Carl had witnessed a tragedy that befell it. Soll ich jetzt hier wieder zurücklaufen, oder? Keine Ahnung. The further Carl moved away from the ice block, the more his senses came back to him. Schickt er dich doch mal da rein? Warum? Oh, hier ist ja nichts mehr, ne? Carl sensed that the cold was beating a retreat, as if he was moving away from some kind of center of gravity. Das ist auch nicht so weit weg vom Auto hin, weißt du? Das ist natürlich auch blöd, oder? Naja, ich gehe dazu. The further Carl moved away from the ice block, the more his senses came back to him. There was only void where the road should be. Carl hated dead ends. He felt trapped. It was as if the road had drowned in the lake. He would have to find help by another road.
Also ein sehr ruhiges Spiel, ne? Muss man auch ein bisschen Geduld haben. Hier war ich letztes Mal. Hier bin ich letztes Mal ausgestiegen an dem Video. A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. When finding a boot, one wonders what became of the foot. The key, which seemed to be meant for a padlock, bore an inscription reading Cloutier et Fils. A company name. Better keep an eye open. Businesses weren't exactly numerous around these parts. The coals were still warm. Someone must have been stirring them up. Ja, dann konnte er jetzt mal ein bisschen lesen. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. Was sagt er gerade mit kalt? Hier ist kalt, ne? Fängt schon wieder an, warte mal eben. Ja, ich gucke gerade, wo hier Holz ist. Ich sehe hier kein Holz. Oder? Toll, jetzt komme ich nicht wieder rumlaufen. Money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. So? Nimm dich der Sattel? Was ist los mit dir? Du bist schon voll oder was? Ich komme nicht an die Sachen dran. Warte mal. Du bist ja bestraft, weil er unten die Türen aufmacht. A pay stub for some undoubtedly harsh lumberjack work. Alexandre Blais felled trees and chopped woods for Cloutier et Fils.
Viel zum Lesen auf jeden Fall. Ein Coyote hier drin. Der kann sogar die Türen aufmachen. Well, looks like someone woke up on the wrong side of the bed. Ich glaube, das war hier im Haus. Außer das hier, glaube ich, habe ich mir noch nicht angeguckt. The spirograph amused Carl. It was a nice modern toy, aside from being repetitive by nature and completely useless. Still, it found its way into many Quebecois homes. So, das war's jetzt auch mit dem zweiten Part. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Also bis zum nächsten Mal, euer DJ.